Heidi ho, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu CSI Mord in 3 Dimensionen. Ja, wir haben den Fall noch nicht so ganz gelöst, nicht mal wirklich ansatzweise, glaube ich, aber wir hatten ein paar neue Dinge gefunden, kann das sein? Farbreste vom Pinsel haben wir. Dann könnten wir ja doch jetzt mal die Sachen untersuchen. Vielleicht unter dem chemischen Analysator können wir die Farbreste untersuchen. Ja, das sieht gut aus. Probe für chemische Analyse vorbereitet. This paint is not common. It's probably a mix of multiple paints, which is why the database can't find a match. Okay, Übereinstimmung gefunden, obwohl er sagt, es findet sich keine Übereinstimmung. Resultat, Farbe auf Ölbasis. Wir... Ja, die Frage ist, wie weit sind wir jetzt hier oder was können wir noch machen? Ich überlege auch gerade, ich bin noch so ein bisschen wirr vom Gamescom-Wochenende oder Gamescom-Freitag. That should go on the trace analysis computer. Ah, okay, Verzeihung. Ich bin noch ein wenig wirr dadurch, aber es geht, glaube ich, vielleicht, hoffentlich. Oh, Kontoanalyse. Our gallery guy's busted flatter than a stretched canvas. Analysebericht, Nathan Ackermann hat Insolvenz nach Artikel 11 angemeldet. Oh, nicht so gut. Und, We've done all we can with that item. okay, das ist schon fertig untersucht. Gut. Haben wir Orte? Wir haben im Büro jetzt alles, wir haben im Hotelzimmer alles, wir haben nur nicht im Künstlerstudio alles, aber wir können, glaube ich, nochmal mit den Leuten reden. Kann ich einen Gerichtsbeschluss bekommen? Nathan Ackermann. Kann ich eine Vorladung bekommen, um Nathan Ackermann zu vernehmen? He's on his way to interrogation now. Sehr schön. Ah, hier können wir weiter ansetzen. Ja, das Gamescom-Wochenende war natürlich ziemlich grandios, aber ich bin echt fertig, weil ich konnte in der Nacht vorher nicht so gut schlafen und dann ist das gerade auf so einem Event immer sehr hinderlich. Das ärgert mich natürlich ein bisschen, weil ich dadurch nicht so fit war und die Eindrücke nicht so verarbeiten konnte und vor allem ein Autogramm mit Nino Kerl nicht gekriegt habe von Nino Taku. Ja, das ist jetzt nach... Wo war denn das? War das auf der Spielemesse? Nee. Doch, letztes Jahr auf der Spielemesse kann das gewesen sein, also Spiel 2013, wo ich nämlich von Chan aus Apple War Pictures auch kein Autogramm mir geholt habe. Grrr. Das ist wie ein Fluch. Und dein Fluch ist die finanzielle Lage, schwierige Wörter. Was können Sie uns über Ihre Finanzen sagen? The Nathan Ackerman Fine Art Studio has thrived over the past 12 years I've been in business, and we've never been more vital. I'm even expanding my staff. The suggestion that we are anything other than financially sound is an insult. Well, let me add some injury to that insult. This shredded document says Rachel Maddox was suing you for a breach of contract. Perhaps I should have mentioned that. But really, such minor disagreements are common in a business of this nature. Wir fanden Speed in Ihrem Büro, mein Lieber. All I can think of is that many of my clients are wealthy, and I'm dealing with artists constantly, and those are two classes of people who are known to use recreational drugs. Someone apparently used them in my back office without my knowledge. Even though you keep it locked? Wussten Sie, dass das Opfer Sexualverkehr in Ihrem Büro hatte? Well, if that's the case, it's a violation of my trust. I'd be lying if I said that those two weren't capable of such tasteless shenanigans, but it obviously didn't take place in my presence. No, just in your gallery, in your back office. Is there anything else you neglected to mention? Insults upon insult. I cooperate fully, and this is what I get. Wie kann ein Paar in Ihrem Büro Sex haben und Speed nehmen, wenn es immer verschlossen ist? But it might be possible that Rachel and Mark brought that meth into my space. After all, if they were capable of semi-public fornication,
What weren't they capable of? Good point. Only we found drugs in your safe. Maybe they found some way to get past the lock and planted those drugs in there to cause me difficulties. Rachel was suing me after all. I'm afraid not. Toxicology on Rachel came up negative for meth. Ja, Mr. Ackerman, dieses ganze vielleicht und dieses ganze Konstruieren absurder Zustände, die vielleicht eingetreten sein könnten, man merkt selbst, ne? Nee, du merkst selbst. Nee, merkst selbst. So, Herrgott, noch eins, was ist heute los? Das funktioniert nicht. Vielleicht töteten sie, um ihr sinkendes Geschäft zu retten. Oh Gott, ich krieg keinen geraden Satz zustande. No, I'm getting back on my feet. It's a phase in the life of a successful business. Yes, I've stared bankruptcy in its foul face, but not because of any malfeasance or incompetence on my part. It's the unreliable lights of these artists, and Patrick Milton is the poster child of these irresponsible flakes. And since I am indeed filing Chapter 11, the threat of a lawsuit means nothing. Maybe so, but that stash of meth means something. Like you're dealing, maybe? I keep hearing you want to cooperate, Mr. Ackerman. That works better without lies. I do not deal in drugs. That was a misguided effort on my part to buy a commodity that I could turn around and give to Patrick Milton in exchange for some of what I owed him. And make a sort of profit doing it. I had to keep him happy, because the money Rachel Maddox would pay for the wedding artwork would have gone a long way toward getting me out of this financial hole. Is that forthright enough for you? But you didn't get art from Patrick, or money from Rachel. So you struck back at the both of them and grabbed that statue, killing two stones with one bird. I killed no one. I mailed a package. If you did, it wasn't at your regular shipping service, because nobody there remembers seeing you. We've even checked their surveillance tapes, and you aren't starring in them. You don't even make a cameo appearance. Cameo Appearance. Ein Gastauftritt. Sehr schön. Wir haben eine Aussage. Okay, Nathan Ackerman sagt, Patrick Milton habe Speed genommen. Das kann man vielleicht irgendwie noch beweisen. Wo waren Sie zur Tatzeit? I do have an alibi. I really do. But it's rather embarrassing. You see, I was with my dreadful term, bookie. Here I am, a long-time Vegas resident, and I make the same mistake as the stupid tourist. I tried to get ahead by betting. And what money I did have, I lost. As you probably already know, I am financially ruined. Finished. But I've said I'd cooperate, and I will. Here's the number to call to confirm. John Smith. Ja, genau, so ein 0815 Standardname, den es millionenfach in Amerika gibt. Telefonnummer für Nathan Ackermans Buchmacher-Alibi. Gut, dann wollen wir doch mal Jimmy DeBrassi bitten, dies zu bestätigen. Können Sie das Buchmacher-Alibi von Ackerman überprüfen? Ackerman's alibi checks. He was with his bookie, all right. But we got him on ice for holding and possibly dealing. Okay, verdammt. Da kann ich einen der Verdächtigen erneut vernehmen. Und zwar können wir nochmal mit Mark Stock raiden. He's on his way to interrogation now. Genau, raiden. Wir raiden mit ihm. So, Herr Mark. I can't tell you more than I know. Okay, toll. Damn it. So, die Aussage, die nützt uns nur gerade noch nicht viel. Vielleicht nochmal zum Leichenschauhaus? Also, heißt das Leichenschauhaus? Ja, Leichenschauhaus. Könnte das Opfer am Tag der Tat Nasenbluten gehabt haben? Ach, wegen dem Hemd. The victim does have a blood clot in the nasal cavity and several patches of dried blood. Yes, I would say she recently had a bloody nose and no sign of trauma causing it. Ah, verdammt. Das heißt, Mark könnte tatsächlich unschuldig sein. Reden wir doch nochmal mit unserem Künstler.
der sich in letzter Zeit doch ein wenig verdächtiger macht. Hat Ackermann Ihnen gegenüber jemals finanzielle Probleme erwähnt? Suppose there's no way of avoiding this. Why I should want to protect that son of a bitch Ackerman, I'll never know. Call it misguided loyalty, but anyway, financial problems is an understatement. He owes me thousands, and over these past 6 months or so, he's come up with some, shall we say, unconventional ways of reimbursing me when cash wasn't handy. Wie wollte er Sie entlohnen? Well, he offered me his second car, a big screen television from his former rec room, any number of nice, but honestly second-hand items. I took a few of these offers just to help out, but Nathan's still into me for, well, let's just say the notion of him suing me is amusing. I know he often accepts cash payments from clients, for reasons you could probably guess, detectives that you are. If not, ask the IRS. Sometimes he's had enough cash in that safe of his to paper those gallery walls. What safe are you talking about? Oh, it's in his back office / stock room. Keeps documents, sales records, and so on in there, I believe. Well, with cash in that safe, maybe you broke in to claim it was yours. And Rachel Maddox just happened to be there, after hours. The very person you wanted to avoid. Ridiculous! That's slander! So sue me. Verklagen Sie mich doch. Patrick Milton sagt, Nathan Ackerman habe Beweise für seine Finanzprobleme in seinem Safe versteckt wahrscheinlich oder so. Interessante. Da picken die sich gegenseitig die Augen aus. Das ist schon... Die Frage ist nur, was... I don't have anything else to say to you people. Oder wie kommen wir diesbezüglich nun am Ende weiter? Nee, bei Bress... Warte, ich will mal die Aussagen irgendwo reinschieben, damit das einfach mal heißt, ja, wir haben alles mit den Beweisen erledigt. So. We've done all we can with that item. Siehste, sage ich doch. We've done all we can with that item. Auch sehr schön. Gut, hier haben wir alles mitgemacht. Ich gehe noch mal kurz zum Galeriebüro. Schaue mir noch mal den Safe kurz an. Können wir nur nicht. Bringt nichts. Und dazu beatreiche Musik. Wobei man trotzdem sagen muss, wenn nicht dieser komische Beat so im Hintergrund, dieses... Ne, nicht so, sondern dieses... Ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll. Da ich unmusikalisch bin, kann ich es nicht mal vernünftig nachmachen. Das klingt schon ein bisschen seltsam, aber an und für sich ist die Musik eigentlich ganz gut. Hey, Bress, ich brauche dich. Warum versuche ich es immer auf Italienisch bei ihm? Kann ich einen Verdächtigen erneut vernehmen? Vornehmen. Ich nehme ihn mir vor. Kann ich nochmal mit Nathan Ackermann sprechen? He's on his way to interrogation now. Und... I can't think of anything pertinent that I haven't already shared. Verdammt. Können Sie nach der vermutlichen Tatwaffe suchen? So you think that hawk sculpture might be the murder weapon, huh? I'll get my boys to start searching for it immediately. Check back later. Haben Sie Fortschritte bei der Suche nach der Tatwaffe gemacht? You're in luck. One of our hawk-eyed detectives found your turkey in a dumpster by the gallery. It's got a broken beak and a few other surprises. Give it a close look. What? So einfach geht's? Hey, Warwick, I could use an update on the art gallery homicide. Sure. First, our new CSI is all over this thing. We've already got time of death and the murder weapon. Not bad for your first night. Yeah, well, let's not break our hand patting our back. We got miles to go before we sleep. Plenty of leads, but no firm suspects. Any ideas, Kath? Sometimes the evidence we collect has more evidence on it. I suggest you give all your evidence another hard look. Murder weapon, especially. May find something key toward completing your trinity. Okay, rookie. You heard the boss. Let's go back to square one with fresh eyes. Ja, Catherine mischt sich mal wieder ein. Glückwunsch, meine Liebe. Ja, nachdem wir natürlich jetzt wussten, dass die Falkenstatue scheinbar die Tatwaffe sein könnte,